Wie kann ich in Lime Survey Filterfragen einbauen? Zunächst mal, wozu brauche ich eigentlich Filterfragen? Filterfragen sind dazu da, einen Teil der Fragen im Fragebogen nur bestimmten Befragten anzuzeigen. Das heißt, sie fragen zum Beispiel, ob eine Person eine bestimmte Sache nutzt oder nicht. Und dann stellen sie anschließend nur den Leuten, die sagen, dass sie diese Sache nutzt, weitere Fragen dazu. Dann ist also die Filterfrage, diese Frage, nutzen sie diese Sache? Und dann kann man später dann eben einstellen, dass nur die Leute, die dort Ja geantwortet haben, dann die folgenden Fragen überhaupt angezeigt bekommen. Dieses Setzen von Filterfragen heißt in Lime Survey Bedingungen setzen. Gucken wir uns das mal hier anhand dieses Mini-Fragebogens hier an. Ich habe hier 3 Fragen, F1, F2 und F3. Und wir wollen jetzt mal die F3 so einstellen, dass die nur denjenigen gezeigt wird, die in der Frage F2 mit Stimme voll und ganz zu geantwortet haben. Das heißt also, Sie müssen die eigentliche Filterfrage, auf die Sie sich beziehen, die müssen Sie gar nicht irgendwie speziell behandeln in Lime Survey. Nur die Frage, die sich dann darauf beziehen soll, also die nur einem Teil der Befragten angezeigt werden soll, die Frage müssen Sie dann speziell behandeln. Und zwar folgendermaßen. Wir sind hier auf der Fragenübersicht von dieser Frage F3 und haben dann hier oben die Möglichkeit einzugeben, Bedingungen setzen. So, und da haben wir jetzt hier den schönen Begriff Bedingungsdesigner. Und da können wir jetzt sagen, unter welcher Bedingung soll denn diese Variable F3 angezeigt werden, den Befragten. Und da kann ich das jetzt wie so eine Bedingung beim Programmieren, kann ich das jetzt formulieren. Ich kann also sagen, bitte nur dann anzeigen, wenn in der Variable, also in der Frage F2 ist gleich, oder ich kann auch sagen kleiner gleich, ungleich, größer gleich und so weiter. Ich bleibe mal bei gleich, weil ich ja gesagt habe, die F3 soll nur denen angezeigt werden, die bei der F2 Stimme voll und ganz geantwortet haben. Also F2 ist gleich, Stimme voll und ganz zu. So, und dann muss ich nur noch sagen, Bedingungen hinzufügen. So, leider dauert das bei dem Setzen von Bedingungen immer ein bisschen, da ist Geduld gefragt. Wenn es dann aber geklappt hat, dann sieht das hier so aus, dass Sie hier oben stehen haben, welche Bedingung gesetzt wurde. Also F2 ist gleich, Stimme voll und ganz zu. Nur wenn diese Bedingung erfüllt ist, wird die Variable F3 überhaupt angezeigt. So, wir schließen diesen Bedingungsdesigner wieder und gucken uns das Ganze jetzt einfach mal an. Also zunächst mal sehen wir jetzt hier in der Fragenübersicht, dass hier eine sogenannte Relevanzgleichung angezeigt wird. Und die enthält genau das, was ich gerade als Bedingung eingegeben habe, nämlich F2 ist gleich 1. Gut, und dann können wir uns das auch mal direkt in der Umfragevorschau anschauen. Und das hier ist die Frage F2. Und wenn ich da jetzt zum Beispiel Stimme zu auswähle, kann ich die Umfrage direkt absenden. Wenn ich aber Stimme voll und ganz zuwähle, das hatten wir ja gerade als Bedingung für die F3 definiert, dann wird mir die weitere Frage angezeigt. Also sieht man hier wunderbar, dass die dann je nachdem, was man in der zweiten Frage auswählt, wird die dritte Frage angezeigt oder nicht. Soweit zu den Bedingungen.